2024 haben wir das 75-jährige Jubiläum der UKW-Einführung in Deutschland. In Freimann bei München begann der Bayerische Rundfunk am 28. Februar 1949 frequenzmodulierte UKW-Sendungen auf 90,1 MHz mit 250 Watt Leistung auszustrahlen. Auf unserem YouTube-Kanal ist dazu passend unser Video 75 Jahre UKW in Deutschland zu sehen. Um die Planungen, den UKW-Rundfunk zugunsten von DAB+ abzuschalten, ist es ziemlich ruhig geworden. Der letzte mir bekannt gewordene Zeitpunkt für die UKW-FM-Abschaltung ist 2029. Es soll hier nicht auf das Für und Wider dieses Planes eingegangen werden. Vielmehr sollen hier Grundlagen zur Frequenzmodulation erklärt werden und das möglichst anschaulich, denn die Frequenzmodulation gibt es auch in den Erweiterungen für digitale Signalübertragung, also zum Beispiel das Frequency Shift Keying und sogar beim autonomen Fahren bei der Objekt- und Abstandserkennung des dort verwendeten Radarsystems. Ja, beginnen wir recht anschaulich mit unserer Erklärung, und zwar mit einem Messgerät, das wir alle mit uns herumtragen, nämlich unserem Gehörsinn. Vielleicht, damit wir einen möglichst breite Einstieg haben, eine kleine Rückerinnerung an die Schulphysik. Ein reiner Ton wird durch eine mathematische Sinusfunktion beschrieben. Als harmonisch wird eine Schwingung bezeichnet, deren Verlauf durch eine Sinusfunktion beschrieben werden kann. Und hier vielleicht der überzeugende Schulversuch, eine Stimmgabel, die eine Spitze, an der eine Spitze befestigt ist, eine mit Asche eingefärbte, mit Ruß eingefärbte Glasplatte und die Stimmgabel angeschlagen und dann über diese Platte gezogen, kann man diese Kurvenform, die Sinusschwingung erkennen. Von Gipfel zu Gipfel, den Abstand nennt man die Periodendauer und die Frequenz, die Anzahl der Schwingungen in der Sekunde wird in Hertz gemessen und die ergibt sich aus dem Kehrwert 1 durch t. Das werden wir später dann auch noch brauchen. Ja, zu unserem Messinstrument, das wir zuerst verwenden wollen, nur ein paar Worte. Wir hören ja Schallwellen, feinste Luftdruckänderungen. Es ist hier aufgezeichnet, hier im Koordinatensystem die Zeit und hier der Luftdruck. Und wir können jetzt diese Schallereignisse in 3 Gruppen einteilen. Einen reinen Ton, das wäre jetzt die Stimmgabel, die jetzt eine reine Sinusschwingung erzeugt. Oder einen Klang von einem Instrument, das jetzt zum Beispiel ein Klavier, auf dem der Kammerton A angeschlagen wird, hat nicht nur diese Grundwelle, wie es heißt, sondern auch entsprechende Oberwellen dazu, und das schaut dann in etwa so aus. Diese Oberwellen sind aber fest verkoppelt mit dieser Grundwelle. Und dann das Geräusch, das sind dann viele Töne und Klänge, die nicht miteinander verkoppelt sind. Und das Schöne ist, dass man mit der Fourier-Analyse solche komplizierten Kurvenformen zurückführen kann auf eine Vielzahl von reinen Sinusschwingungen. Unser Ohr, ich will nur hier auf das Innenohr eingehen, hat ein tolles Messinstrument eingebaut.
in der Hörschnecke sind ca. 4000 Haarzellen, die kann man sich wie feine Stimmgabeln vorstellen, die auf den entsprechenden Frequenz, auf die sie abgestimmt sind, reagieren. Und damit wird jetzt so ein Geräusch in die gesamten in ihm enthaltenen Sinustöne quasi analysiert und wird ans Gehirn übertragen. Also wir hören nicht wie mit einem Mikrofon, das an das Gehirn angeschlossen ist, sondern es wird hier eine Frequenzanalyse durchgeführt und wird dann über den Hörnerv ans Gehirn übertragen. Die Intensität ergibt sich aus der Feuerungsrate der Neuronen pro Sekunde. Ja, wie können wir einen reinen Ton, eine harmonische Schwingung oder Sinuston verändern, um ihm quasi eine Information mitzugeben? Lange vor der Entdeckung und Entwicklungen der Rundfunktechnik war die Modulation schon bei Musikinstrumenten gebräuchlich. Hier zum Beispiel mit einer Geige gezeigt. Das Tremolo, italienisch von tremolare, beben oder zittern. Das Tremolo oder auch Amplitudenvibrato ist eine besondere Form der Amplitudenmodulation, bei der die Amplitude des Signals sinusförmig moduliert wird. Der Schalldruck oder die analoge elektrische Größe eines Klangs schwankt also mit der Tremolofrequenz zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert. Also wir sehen hier diese Tremolofrequenz und wir sehen hier, wie jetzt die Amplitude dieser Schwingung über die Zeit entsprechend sich verändert und eben diese Tremolofrequenz dann nachbildet. Die zweite Art ist das Vibrato von italienisch vibrare, schwingen, vibrieren. Das Vibrato, auch Bebung, ist in der Musik die periodisch wiederkehrende geringfügige Veränderung der Frequenz, also die Frequenzmodulation eines gehaltenen Tones. Das schaut dann symbolisch so aus. Wir haben hier wieder das, was wir jetzt quasi die Vibrato-Frequenz und haben hier, was das jetzt dieser Tonträger sich in der Frequenz verändert. Wir sehen hier sind die Schwingungen entsprechend langsamer, als sie hier sind. Auch wieder über die Zeit und Amplitude aufgetragen. Jetzt habe ich mal zur Veranschaulichung für die Frequenzmodulation im Audiobereich ein Beispiel genommen. Also das ist echt mit einem digitalen Oszilloskop aufgenommen und die Signale sind mit einem Signalgenerator erzeugt. Ein Funktionsgenerator, der alle möglichen Funktionen erzeugen kann. Wichtig dabei ist, wenn wir an die Übertragungstechnik denken, dann ist das Verhältnis dieser Modulationsfrequenz zur Trägerfrequenz so groß, dass man einzelne Schwingungen nicht mehr sehen kann. Jetzt bei so einem Verhältnis, wie wir es hier haben, ist es sehr gut zu sehen. Wir haben hier das Signal, das Modulationssignal, die Information, die wir übertragen wollen. Und wir gehen auch wieder von einem sinusförmigen Signal aus.
Das ist, wir haben Zeitmaßstab ist hier 50 Millisekunden, also 0,05 Sekunden. Und hier die ganze Periodendauer sind 0,333 Sekunden. Das entspricht 3 Hertz, also 3 Schwingungen pro Sekunde. Das ist unsere Modulationsfrequenz. Und hier unten haben wir unser Trägersignal. Hier, wenn die Modulationsfrequenz quasi durch Null geht, haben wir quasi die Original-Trägerfrequenz. Wir können hier jetzt wieder von Amplitudenspitze zu Spitze die Zeit messen, und das ist jetzt 33,3 Millisekunden. Wir haben ja hier den Zeitmaßstab und das entspricht 30 Hertz. Also wir haben die 30 Hertz mit diesen 3 Hertz moduliert. Und wie hört sich jetzt unsere Beispielfrequenzmodulation an? Was hier jetzt noch beschrieben ist, ist die Geschichte, diese Abweichung der Trägerfrequenz nach oben oder unten wird als Hub bezeichnet. Das werden wir später natürlich auch noch brauchen. Jetzt war das natürlich ein Hörbeispiel, wo man das nicht sehr gut hören konnte. Das habe ich deswegen gewählt, weil man sehr gut visualisieren kann, weil eben das Verhältnis von Modulationsfrequenz zur Trägerfrequenz so niedrig ist, dass man es wunderbar grafisch noch darstellen kann. Das war also nichts irgendwie gezeichnet oder was, sondern Sie haben den Ton ja auch gehört, sondern das war ein echtes Signal, das erzeugt worden ist. Aber wenn wir es deutlicher hören wollen, dann müssen wir natürlich die Trägerfrequenz erhöhen. Und das habe ich gemacht. Ich habe jetzt 300 Hertz genommen und als Modulationssignal 0,3 Hertz, also ein Drittel Hertz, noch langsamer, dass man es deutlich auch wahrnehmen kann. Und der Hub, wie wir schon gehört haben, die Abweichung nach oben und unten ist 100 Hertz, damit es ganz deutlich zu hören ist. Das heißt, also die Frequenz ändert sich dann von 400 Hertz über 300 Hertz zu 200 Hertz und wieder zurück. Und das Ganze ist mit einem Funktionsgenerator erzeugt. Hören wir es uns an. Und jetzt wollen wir uns zum Vergleich die Amplitudenmodulation, wir haben es ja bei dem Instrumentenbeispiel schon gehört, zur Verdeutlichung auch anhören. Wir haben das Modulationssignal ist wieder 0,3 Hertz und die Trägerfrequenz 300 Hertz. Modulationsgrad will ich jetzt nicht näher eingehen, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Das ist der Grad, wie stark jetzt der Träger durchmoduliert wird. So, nach unserem Ausflug in die Akustik nun aber zur Nutzung der Modulation zur Nachrichtenübermittlung via Kabel oder drahtlos. Nicht? Also wir nehmen ja dann unsere Geige mit einem Mikrofon auf, betreiben einen Sender und haben dann als Übertragungsmedium drahtlos oder via Kabel und haben dann unseren Empfänger, um letzten Endes dann dieses Originalsignal auch hier hören zu können. Bei der Nutzung der Modulation, zum Beispiel zur Rundfunkübertragung, sind natürlich viel höhere Trägerfrequenzen erforderlich. Wir wählen hier die Trägerfrequenz 6 MHz. Das wäre jetzt
im Kurzwellenbereich gelegen, im 49 Meter Band. Es ist auch jetzt, wenn man in die analoge Fernsehtechnik geht, dann war es da so, dass der Ton frequenzmoduliert wurde und jetzt die Ton-ZF 5,5 MHz betrug und die ist auch frequenzmoduliert gewesen. Also das ist auch hier gewählt, um das später mit dem Frequenzanalysator auch deutlich zeigen zu können. Also wir sehen hier unsere Trägerwelle 6 MHz. Wenn wir hier jetzt von Amplitudenspitze zu Spitze messen, sind es die 167 Nanosekunden. Ja, die Modulationsarten, wir haben schon zwei kennengelernt, die Amplitudenmodulation und die Frequenzmodulation. Und was wir jetzt betrachten, unser Informationssignal ist immer ein reiner Ton, also eine mathematische Sinusfunktion. Das hier oben ist jetzt die Trägergleichung. Das hier wäre der Träger in der allgemeinsten Form geschrieben. Wir haben immer einen Amplitudenwert, der jetzt multipliziert wird mit dem Sinus von 2π, also das ist 6,28 mal die Trägerfrequenz mal die Zeit plus den Phasenwinkel Φ_d. So, und jetzt, was können wir jetzt modulieren? Wir haben ja auch schon das Beispiel gehört. Wir können hier vorne die Amplitude modulieren. Das schaut dann so aus, wie hier in diesem Beispiel, wenn wir die Trägeramplitude jetzt verändern. Und wie schaut Amplitudenmodulation aus? Wir haben die Trägerfrequenz ja uns auf diese 6 MHz geeinigt. Und wir nehmen jetzt einen 10 Kilohertz Ton, den wir modulieren. Das wären jetzt hier, das ist jetzt mit dem Analog-Oszilloskop aufgenommen, hier wieder die Zeitachse und hier die Spannung oder die Amplitude, wären das 100 Mikrosekunden. Und wir sehen hier, man spricht von der Hill-Kurve, wird also diese Modulationsfrequenz, die Information hier aufgeprägt. Und das hier ist der amplitudenmodulierte Träger. Das Verhältnis von Modulationsfrequenz und Trägerfrequenz ist jetzt so hoch, dass hier nur mehr eine grüne Fläche zu sehen ist. Deswegen habe ich hier nochmal den Träger separat gezeichnet. Das muss man sich hier vorstellen, jetzt ausgefüllt mit diesen 6 MHz Schwingungen. Jetzt kommen wir aber wir haben ja gehört über unser tolles Instrument, das wir mit uns rumtragen. Unser Innenohr macht eine Frequenzanalyse und das kann man natürlich, das haben die Techniker und Ingenieure auch nachgebildet als elektrisches Messinstrument und das habe ich jetzt hier benutzt. Und ich habe jetzt nicht die Zeit auf der horizontalen, sondern die Frequenzachse. Und hier ist wieder die Spannung oder die Amplitude. Und das ist jetzt die zweite Form, wie man Signale darstellen kann. Wir sehen hier unseren Träger, jetzt hier auf der Frequenzachse. Hier ist er nochmal gemessen, 5,999 und so weiter Megahertz. Also wir sind beliebig nahe an den 6 Megahertz. Und was sich dann jetzt ergibt, wir haben hier die Auflösung sind 20 Kilohertz pro Teilung hier. Wir sehen hier, es gibt sich bei der Modulation mit dem 10 Kilohertz Sinus im 10 Kilohertz Abstand jeweils nochmal ein Träger. Also man nennt es Seitenband, das obere und das untere Seitenband. Interessant zu wissen, dass der Träger selber überhaupt keine Information trägt. Deswegen ist Amplitudenmodulation auch sehr unwirtschaftlich, weil ein Großteil der Sendeleistung auf den Träger fällt, der
keine Information hat. Deswegen hat man Trägerunterdrückung und Einseitenbandmodulation eingeführt, aber die Demodulation wird dann sehr schwierig verglichen mit dieser einfachen Form mit Trägerübertragung, sodass in der Anfangszeit der Rundfunktechnik selbstverständlich das so gemacht wurde und der Träger übertragen worden ist. So, wie schaut es denn bei der Frequenzmodulation aus? Haben ja auch schon ein Beispiel der Musikinstrumente gehört. Jetzt wird hier die Amplitude hier vorne ist konstant und jetzt wird die Frequenz verändert. Ist hier wieder symbolisch angedeutet. Jetzt nochmal eine Zeichnung, die es veranschaulicht. Ich habe jetzt, hier ist der Phasenwinkel nicht mehr aufgeführt. Die Phasen- oder Winkelmodulation wird jetzt hier in diesem Podcast nicht erklärt, aber das wäre die dritte Art, die man eine Trägerwelle modulieren kann. Mehr Arten gibt es nicht. Es gibt dann nur die digitalen Formen, die aber quasi auf dieser Grundlage funktionieren, indem eben dann eine Tastung oder Quadraturmodulation vorgenommen wird. Hier ist jetzt mal aufgezeigt wieder unsere Information, unser Nutzsignal, das wir übertragen wollen, mit 3 verschiedenen Pegeln, also mit A1, also der kleinste, dann etwas größer und der ganz große. Und was man jetzt sehen kann, was wir jetzt auch schon an unseren Beispielen gesehen haben, hier beim Nulldurchgang haben wir die Nominalträgerfrequenz des unmodellierten Trägers und hier haben wir die größte Abweichung nach unten und hier haben wir die größte Abweichung nach oben. Und jetzt kann man hier wunderschön sehen, wie Lautstärke, Pegel und die Frequenz des Modulationssignals jetzt übertragen werden. Die Amplitude spiegelt sich wieder, wenn wir hier uns das anschauen. Je größer die Amplitude ist, desto größer wird die Abweichung nach oben und unten. Wir sehen hier das an der Dichte. Und jetzt wenn wir diese Pakete anschauen, nicht also die von der größten Dichte hier bis zur nächsten größten Dichte, das wäre quasi die Periodendauer der Modulationsfrequenz oder mit anderen Worten der Kehrwert 1 durch f Mod, also Modulationsfrequenz, das ist also, da wird die Modulationsfrequenz abgebildet. Würde die Modulationsfrequenz jetzt erhöht werden, dann würde das hier näher hier ranrücken. Und wie wir sehen, auf diese Art und Weise bleibt die Amplitude des Trägers immer konstant. Das hat einen großen Vorteil. Der Träger, die Sendeendstufe ist immer gleich belastet, sodass das auch für die Frequenzmodulation spricht. Aber jetzt, wie schaut denn das Spektrum der Frequenzmodulation aus? Nicht? Wir haben wieder hier, wie bei der AM, unsere 6 MHz Trägerfrequenz, wieder 5,999. Und jetzt moduliert wieder mit 10 Kilohertz. Hier bleibt es hier, die Einteilung 20 Kilohertz pro Skalenteil. Und was sehen wir jetzt?
hier wäre unser Träger. Wir sehen jetzt im 10 Kilohertz Abstand eine Vielzahl von Frequenzen, sowohl nach unten als auch nach oben. Theoretisch ist es bei dieser Art der Modulation sogar so, dass diese Anzahl unendlich groß ist, aber technisch kann man das auf eine bestimmte Zahl begrenzen. Warum besteht das Spektrum bei der Frequenzmodulation eines Trägers mit nur einer Sinusfrequenz, nicht? Wir haben nur eine Sinusfrequenz zur Modulation benutzt, aus einer großen, theoretisch unendlich großen Anzahl von Seitenfrequenzen. Ich habe jetzt hier nochmal unser erstes Beispiel genommen, nicht? Wieder dieses sehr niederfrequente Signal, weil man es dann grafisch auch besser fassen kann. Das ist wieder der Sinuston mit 3 Hertz und unsere Trägerfrequenz 30 Hertz und der Hub, die Abweichung nach oben und unten 10 Hertz, so wie wir es hatten. Und jetzt habe ich mit dem digitalen Oszilloskop da rausgetriggert. Jetzt nicht an den Stufen stören, weil ich ja jetzt mir aus dem gespeicherten einen Bereich vergrößert habe und da sieht man dann die Stufigkeit der Abtastung. Und was man aber jetzt sehen kann, ich habe hier die Halbwellenbreite und die habe ich hier nochmal aufgetragen. Und was man sieht, die zweite Halbwelle ist schon kürzer als die hier. Das heißt also, es wird ja dauernd kontinuierlich mit diesem Modulationssignal jetzt moduliert. Das heißt also, dieser Sinus ist verformt und wie wir gelernt haben, ja auch schon in der Akustik, die Entstehung jetzt, wenn ich keinen reinen Sinuston habe, wie es hier der Fall ist, dann passiert Folgendes, dass nach Fourier ein Oberwellenspektrum entsteht. Wie müssten wir denn nun vorgehen, wenn wir dieses Spektrum berechnen wollen? Aber jetzt für diejenigen, die mit Formeln jetzt nicht allzu viel anzufangen wissen, einfach weghören. Also wir würden von der allgemeinen Trägergleichung ausgehen wieder. Hier haben wir nochmal angeführt, dass dieses 2πft auch mit Omega d, mit der Kreisfrequenz bezeichnet wird. Und wir müssten jetzt das Signal, wir haben uns ja geeinigt auf ein sinusförmiges Signal, das die Information darstellt, dazu bringen. Das wäre dann dieses U-Mod, Abhängigkeit von der Zeit, gleich einer konstanten Spannung, hier mit U-Scheitel beschrieben, mal Cosinus in Klammer auf 2πf Mod, also die Modulationsfrequenz. Dieses 2πf Mod wird auch mit der Kreisfrequenz der Modulationsfrequenz bezeichnet, mal t. Cosinus hier gewählt zur Unterscheidung hier oben bei der allgemeinen Trägergleichung vom Sinus. Der Cosinus ist ja ein Sinus quasi, der nur um 90 Grad verschoben ist. Und zur besseren Behandlung, formelmäßigen Behandlung, ist hier halt jetzt ein Cosinus gewählt. Diese beiden Gleichungen müssen wir nun kombinieren und das führt dann dazu, dass eine Differentialgleichung entsteht und deren Lösung führt dann zu Besselschen Funktionen.
Aber es gibt eine Näherungsformel von Carson. Carson war ein amerikanischer Übertragungstechnik-Theoretiker in den Anfängen der Rundfunktechnik. Unter anderem hat er die Einseitenband-Amplitudenmodulation erfunden, also die Patentanmeldung dazu ist 1915 erfolgt. Wir haben ja da kurz drüber gesprochen beim Beispiel mit der Amplitudenmodulation. Und 1922 publizierte er eine mathematische Abhandlung zur Frequenzmodulation, in der er die Carson-Formel zur Bandbreite vorstellte. Das ist jetzt, mit dieser Formel werden alle Spektrallinien bis auf 10% der Trägeramplitude erfasst. Und die Näherungsformel schaut dann so aus. Zweimal, Klammer auf, Delta FD, und Delta FD ist der maximale Hub, haben wir ja schon kennengelernt, also die maximale Abweichung der Trägerfrequenz von der unmodulierten Trägerfrequenz. Plus F Mod, das ist die maximale Modulationsfrequenz, also die Bandbreite des Nachrichtensignals. Wichtig noch die Einschränkung, die Näherungsformel gilt nur, wenn der maximale Hub, also das Delta Ft, dividiert durch die maximale Modulationsfrequenz größer 1 ist. Damit können wir dann die Bandbreite berechnen, und das ist wichtig, wenn man einen Empfänger baut. Dann muss man natürlich auch wissen, den ZF-Verstärker, den man dimensioniert, die Filter, wie breit die ausgelegt werden müssen. Wir werden noch drauf kommen, wenn man höheren Qualitätsstandard legt, dann hat man eine Näherungsformel entwickelt nach Carson für 1% dann, wo also alle Spektrallinien größer 1% erfasst werden. Wichtig jetzt zu merken, die Bandbreite bei FM hängt nicht nur vom Frequenzhub ab, sondern auch von der maximalen Modulationsfrequenz. Das habe ich früher, als ich Auszubildender in der Rundfunk- und Fernsehtechnik, als Rundfunk- und Fernsehmechaniker, geht man da immer lässig und sagt, ja, wenn ich den Hub kenne, dann bei UKW ist er plus minus 75 Kilohertz, dann brauche ich nur Bandbreite von 150 Kilohertz mitnichten. Das haben wir hier gesehen, sondern das hängt natürlich auch noch von der maximalen Modulationsfrequenz ab. Ja, jetzt den Sprung in die Gegenwart. Hatte ich schon angedeutet, die erweiterte Näherungsformel von Carson. Können wir jetzt benutzen, die Berechnung der Bandbreite beim UKW-FM-Stereorundfunk, der ja heute auch noch gebräuchlich und in Betrieb ist. Die modifizierte Formel schaut dann so aus, dass hier eine 2 dazukommt, und dann ergibt sich die Bandbreite, bei der 1% der 99% der Spektrale innerhalb der Bandbreite liegen und nur 1% außerhalb. Wenn wir das jetzt ausrechnen, hier den Stereorundfunk will ich jetzt nicht näher beschreiben, das ist auch in unserem Podcast über UKW FM in Deutschland, aber wichtig ist jetzt, dass wir hier das Radio Data System, das benutzt wird für die Datenübertragung beim Rundfunk, die Senderkennung und Verkehrsfunkkennung und so weiter, liegt bei 57 Kilohertz. Deswegen müssen wir hier rechnen, 75 Kilohertz ist der Hub bei UKW so festgelegt, aber jetzt plus 2 mal 60 Kilohertz, also nicht 2 mal 15 Kilohertz, wie man annimmt, wenn man nur das hier hätte.
ergibt sich dann 390 Kilohertz. Also direkt benachbarte UKW-Sender müssten daher um mindestens 400 Kilohertz versetzt senden, um sich nicht gegenseitig zu stören. Sind die natürlich, UKW hat ja nicht diese Reichweiten wie Mittelwelle, sind sie natürlich regional versetzt, dann muss man natürlich nicht 400 Kilohertz einhalten. Ein weiteres Beispiel, das noch neuer ist, das ist die Abstandsmessung beim Radar, beim FMCW, das heißt Frequency Modulated Continuous Wave. Da ist es so, dass man jetzt Fahrzeugradarmessungen, Abstandsmessungen beim assistierten und autonomen Fahren mit so einem Signal macht. Das schaut dann hier so, wie es gezeigt ist. Das ist also Frequenzmodulation. Als ein Chirp wird eine Signalverarbeitung, ein Signal bezeichnet, dessen Frequenz sich zeitlich ändert. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass jetzt viele Chirps hintereinander ausgesendet werden. Bei dieser Methode werden periodische frequenzmodulierte Signale für eine bestimmte Zeit an ein Objekt ausgesendet, also unser Chirp. Die Interferenz aus den gesendeten und reflektierten Funkwellen entsteht ein Schwebungssignal, aus dem Entfernung und Geschwindigkeit des Objekts ermittelt werden können. Also wir sehen, Frequenzmodulation ist mitnichten eine Sache von gestern, sondern sie wird immer wieder gebraucht. Und jetzt schließen wir den Kreis, den wir eingangs hatten mit unserem Hören, die Beispiele für Frequenzmodulation. Die Natur kennt FM schon sehr lange. Wir werden jetzt gleich die Frequenzmodulation der Zwergfledermaus hören. Die Wiedergabe ist 20-fach verlangsamt, um in unseren menschlichen Hörbereich zu kommen. Am Anfang der Aufnahme beginnen die Rufe mit einem Chirp, der bei ca. 70 Kilohertz einsetzt. Jetzt durch 20 dividiert hören wir das dann und in wenigen Millisekunden auf 46 Kilohertz abfällt. Die Gesamtdauer eines Rufs beträgt ca. 15 Millisekunden. Ist es nicht faszinierend, wenn wir hier sehen, was wir jetzt bei unseren Abstandsmessungen beim assistierten und autonomen Fahren ausnützen? Dann muss man sagen, Hut ab, was die Natur in der Evolution entwickelt hat. Ja, dann bleibt mir, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und wie immer würden wir uns über einen Like sehr freuen und noch mehr würde uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank, auf Wiederhören.